Eines kühlen Morgens sah das Mädchen, wie ihre Katze aus der Tür spähte und sanft einen kleinen Vogel im Maul hielt. Die Katze ließ den Vogel langsam herunter, seine runden Augen blickten zu ihr auf, als würde er um Hilfe bitten. Der Vogel lag ruhig auf dem Boden, seine graubraunen Federn waren zerzaust, seine Flügel zitterten leicht. Es war so erschöpft, dass es nicht mehr alleine aufstehen konnte, geschweige denn fliegen konnte. Vielleicht hatte es zu lange mit dem Hunger und der Jagd zu kämpfen. Das Mädchen hob den Vogel sanft hoch und streichelte mit ihren warmen Händen seinen kleinen Körper. Der Kater beobachtete aufmerksam jede ihrer Bewegungen aus der Ferne, als würde er auf gute Nachrichten über seinen Freund warten. Am ersten Tag tat der Vogel nichts anderes, als still zu liegen und die Augen halb geschlossen zu halten. Doch nach langem Schlaf begann es an dem Essen zu knabbern, das das Mädchen sorgfältig zerdrückte. Die runden Augen öffneten sich weiter und die Flügel begannen jedes Mal zu flattern, wenn sie gefüttert wurden. Das Mädchen musste sich nach und nach um den Vogel kümmern. Nach und nach kam das Tier wieder zu Kräften, seine zuvor schwachen Flügel konnten sich nun bei seinen ersten Flugversuchen ausbreiten und schlagen. An dem Tag, an dem es abhob und ein kurzes Stück durch den Raum flog, konnten sowohl das Mädchen als auch die Katze ihre Freude nicht verbergen. Obwohl er gesund war und vollständig in den Himmel zurückkehren konnte, verließ der Vogel ihn immer noch nicht. Es gehörte weder zum Käfig noch zum Seil, sondern blieb freiwillig bei dem Mädchen der Person, die es in seinen schwächsten Tagen gerettet hatte. Das Mädchen kümmert sich weiterhin jeden Tag um jede Mahlzeit des Vogels, auch wenn dies nicht mehr notwendig ist, da er sein eigenes Futter finden kann. Es nahm immer noch freudig jedes Futterkorn aus ihrer Hand an, seine hellen, runden Augen strahlten vor Anhänglichkeit. In den folgenden Tagen wurde die seltsame Beziehung zwischen den Mitgliedern dieser kleinen Familie noch vertrauter. Das Tier zeigt immer auf seine eigene Art Zuneigung und küsst dem Mädchen gerne als freundlichen Scherz sanft die Hand. Wenn er erwachsen wird, wird sein glattes braunes Fell noch bezaubernder. Er tanzt oft im Haus herum und singt fröhliche Lieder, die jeden Morgen für eine lebhafte Atmosphäre sorgen. Von dem Tag an, als sie diesen Vogel bekam, fühlte sich ihr kleines Haus voller Leben an als je zuvor. Für den Storch ist dieses Haus nicht nur ein Aufenthaltsort, sondern auch ein echtes Zuhause, in dem das Mädchen und die Katze leben Freunde, die ihm das Leben gerettet haben. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.